So, weiter geht's mit Genshin und ja. The Gradient of Dreams and Ochre, whatever. You think I've got a sharp tongue? Klappe, Skara. Ich bin immer noch mad, weil ich noch so einen Kack-Catalyst aus dem Standardbanner bekommen habe. Ich meine, es sind wirklich so viele Waffen drin. Und so viele Charaktere. Okay, 7 Charaktere und 10 Waffen. Warum kriege ich nochmal so einen Kack-Catalyst? Ich hätte selbst eine Chichikon lieber gehabt, glaube ich, als das Ding. Weil Refine lohnt sich nicht, weil das Ding sich zu fein ist, die Prozente hochzujagen. 2% pro Stack. Das sind 8% insgesamt maximal gestackt. Meistens kriege ich eh nur 2 Stacks oder 3 Stacks vielleicht zusammen. Das heißt, das sind 6% mehr Damage. Geil. Lohnt sich nicht. Und andere Charaktere habe ich nicht. Und ja, ich muss mich immer noch drüber aufregen. So, ansonsten, ja. Bin ich jetzt hier unten eigentlich auch recht weit schon vorangeschritten, würde ich mal sagen. Ja, ich soll jetzt hier irgendwie Ersatzteile für Seymour bekommen. As far as I remember. Ist schon wieder eine halbe Stunde her, glaube ich. Ah, you're there all, sehr tall stranger, huh? Sounds like someone's calling out to us, Anisha. Ja, ist ja nicht so, als ob wir sie schon gehabt hätten mit der, aber okay. Ah, you finally looked over. Hello there, tell stranger, and Paimon's Paimon and she's Anisha. Alright, I got it. Miss Anisha and Miss Paimon. Welcome to Mirror Sea Village. Miss? Ah, sorry. So sorry. I'm used to showing consideration to people in the village. I just called you both Miss without thinking. No need to apologize. Yeah, you don't need to be so nervous. You can call us whatever you want. Still, what's your name? I'm Serene. Just call me Serene. I heard you were trying to collect components. Did something happen? You explained everything that happened to Serene. I didn't think something like that would occur. This must be reported to Monsieur Nivellette immediately. Thank you, Miss Unisha and Miss Paimon. If it weren't for you, something worse would have definitely followed. But Seymour still broke down. So that's why you were collecting components, yes? Yeah, though we're not really sure how to fix them right now. We were thinking that after getting the components, we could go somewhere like the Fontaine Research Institute and find someone to help us. If that's the case, then please take this. Are these components? Are you just giving them to us? Thank you. Do you need us to help you with anything? Oh no, I didn't mean to use this to get you help or anything. Well, either Onisha or Mamea are going to need those components, right? So just accept them. Thank you. I should be the one thanking you. Thank you for taking care of Mamea. That child's always alone, never tells me about anything. So seeing her joyously talking with someone, and that someone being outside a human friend as well, makes me happy. So if I had more components, maybe they could solve the problem immediately, right? It's as I expected. It would take more hard work on my part to better assist everyone. Come on, you've already helped us. Anyway, we'll be taking these components. Thanks a lot, Serene. Right, where can we find more components? Let me think. You can check the areas around the village. If you're lucky, you might be able to pick up some scattered components. But this method alone isn't that efficient. So why don't you ask the villagers if they need help with anything? I'm sure they'll give you components in exchange for that help. Sagen bitte, ich habe schon alle eingesammelt nebenbei vorher. Das wäre eine sehr schnelle Quest. Return to Mamea. This should be enough, right? Come on, let's go back and meet up with Mamea. Geil, ich habe schon alle Quests hier gemacht, habe schon alles für diese Quest quasi gemacht. Ja. Das ist doch schön. Wenn man schon vorher alle Quests einfach macht, dann braucht man im Nachhinein nicht mehr bei so einer Quest dann Sachen machen. War es im Endeffekt den ganzen Akt 2 hier offenbar zerstört mit Items sammeln, aber okay. Was soll's. Bin halt gründlich. Mamea, we collected a whole bunch of components. Where these do? You've collected so many in such a short time. Amazing. Yes, that's what I should have expected from Outlanders who've experienced lots of things and met lots of people. Hey, we've done this sort of thing lots of times, after all. That's how are we gonna use these components to fix Seymour? Don't worry, just leave it to me. Things will be alright, just like Father said. She opens the immovable robot dug up along the slit in its back in a manner befitting of repairs. Then she stuffs the scatter components on the ground, the dog seemingly without looking, as one might do when well practiced at one's job. With that done, she takes out a strange mechanical component from her pocket, resembles an intricately packaged candy, with some indecipherable runes carved into it. She embeds this into the gear on the dog's head, and with a click, they come together. Components of unknown purpose skitter across the ground. She picks them all up. They are as valuable as Mora in this place, after all. Der ist noch immer kaputt. Will this really work? It might just be Paimon's imagination, but it feels like more components dropped than we collected in the first place. On that note, the thing you pulled out a moment ago seems kind of different from those components. This, well, it's not a component, it's a token. A token? That's right, it was something we were all born with.
Papa said that if we put this in as well, we'd be able to cure Seymour. Wait, we are born with it? Does that mean... Actually, Papa's not sure how Melusines are born in the first place. I'm not sure either, now that I'm considering it, but in my first memories I had a token with me. That's how it is for everyone. Then isn't it something really valuable to you? Yes, tokens are very important to us. They are different from ordinary components. They were the first memento we received when we arrived in this beautiful world. They are proof that we are alive. But if that's the case, why did you just use it like that? Well, I didn't throw it away or anything. Seymour will be by my side, right? And he's this way because he tried to save me, so... Seymour, The relay module detected. Environment check. Contamination levels high. Activating in safe mode. Oh, it suddenly moved. Unidentified life forms detected. Related information entered. It is a pleasure to meet you, Miss Mamea and Onisha and Paimon. You have entered this data previously. It is an honor to meet you, Miss Onisha and Paimon, the adorable little one. It was my honor to witness your elegant swordsmanship during the previous altercation, Miss. I'm prototype 4ACV07. You may call me Seymour. Up till today for 1 durch 7 mal 10 hoch 21 clockwork cycles. My functions were in hibernation, awaiting the awakening by my master, such that I may continue fulfilling my assignment. Bitte was? 1 durch 7 mal 10 hoch 21. Was ist denn das? Die Frage ist, was ein Clockwork Cycle an sich ist. Moment. Rechner. Offen, ich glaube, das wird ähnlich ausgerechnet werden können. 1 durch 7 mal 10. Ja. Ah, da ist das Hochding. Okay, nochmal. 1 durch 7 mal 10. Das ist wahrscheinlich falsch, wie ich rechne, oder? Hoch 21. Er hat echt eine Zahl ausgespuckt. Es sind Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, 142 Trillionen, 857 Billiarden, 142 Billionen, 857 Milliarden, 142 Millionen, 857.000, 142,85. Plus die Zeit, die ich gewartet habe, seitdem der Text da steht. Sind das, ja, Millisekunden? Also wenn ich das Ganze durch 1000 nehme. 1,428 E20, aha, durch 1000. Dann habe ich Sekunden. Dann durch 60, dann habe ich die Minuten. Nochmal durch 16 habe ich die Stunden, wenn ich mich nicht irre. Das sind dann 100.000 Millionen, Millionen, Milliarden, 39 Billionen. Okay, durch 24 durch 365 sind 4 Milliarden. Wie Milliarden Jahre kommt das hin? Nee, glaub nicht. Die Cycles müssen mehr als... Ja, gut. Nee, egal. Ignorieren. Das versuche ich hier zu rechnen. Ich wahrscheinlich mich so irgendwo vertan, aber okay. When awaiting the awakening by masters, so that I may continue fulfilling my assignment. Hibernation? Couldn't you talk normally before, though? By normal speech, you refer to my pre-configured automated responses, yes? Your observation is most sharp, almost comparable to that of my master. Previously, when you would bring my artificial clockwork relay module nearby, Miss Mamea, my main voice unit would be automatically triggered. An artificed clockwork relay module? Are you referring to her token? I apologize, but I cannot answer your question. I do not understand the meaning of this token you refer to. As such, I can make no judgment as to any relationship between this token and said artificed relay module. Regardless, while hibernating, I would automatically play preset responses to specific situations to ensure that my voice-over units would work properly once energy supply was restored. In other words, you were just playing fixed lines before. Is that what you mean?
Affirmative. Your understanding is completely correct. Paimon is befits your intelligence and wisdom. A large amount of energy is required to operate my natural language processing unit. My logic unit actively shuts it off when power supply cannot be guaranteed, so as to prevent complete loss of my functionality. So that means... So all the things you said to me before were just pre-written? Affirmative. Your understanding is correct, Miss Mamea. From my previous hibernation, our interactions were all performed through the playback of pre-recorded voice assets. Uh-oh. However, my visual and information processing modules were not shut off, so I do have the paintings displayed in my memory unit. I can recognize more than 103,000... 100? 103,009... Was? 103,900 different styles of art, but your work does not match any of them. As such, I can reasonably infer that your art has unprecedented artistic value. I did not mention this before using my preset voice assets, so consider this appended to any previous related comments. Really? Affirmative. You see, the only reason people don't understand your art is because your style is too new and unique, so don't worry about it. They'll get it in the future for sure. Thank you, Seymour Paimon. I was afraid that... See, even Seymour says so. You've got to believe in yourself and believe in us too. We understand your paintings, and they are truly beautiful. In any case, thank you all for your help in restoring my lost relay module. This way I will be... Ich habe keinen Bock, den jetzt als Robo zu sprechen. This way I will be able to better fulfill my mission. Protect my master. By master you mean Mamea? Is that why you suddenly activated to protect her when she was in danger? Negative. I'm infinitely grateful to her for taking care of me during my hibernation. However, she's not my master. My master is... I apologize, some of my memories have suffered light damage. Inference caused by previous damage. Unable to locate data related to master. Reason for previous emergency activation is unknown. That should not have happened. I must schedule logic unit maintenance. Well, why don't we have something to eat, Seymour? Never eaten anything before. Maybe you'll figure something out once you've had your fill. Yes, nee, egal. Ich reg darüber nicht auf. Not every problem can be solved by eating, you know. Just most of them. Estimate data damage high. Attempting global search for relevant information. Searching last recorded segment. Failure. Critical data damage. Search procedure has been forcefully terminated. Are you really okay? It feels like you're getting worse somehow. Thank you for your concern, Miss Paimon, but do not worry. I was merely running a self-diagnostic. I can confirm that everything is operating normal. What's going on? Was accompanied by a quake this time. Warning, extreme increase in environmental contamination detected. For your safety, please leave this place to avoid irreversible damage. Wait, what kind of contamination are you talking about? What's going on? Onisha Paimon, Farbe says it's dangerous. Hurry. Farbe again? Wait, what danger? What do we have to hurry and do? The scattered Melusines. Danger. There's no time to explain. Please help me. Whatever the case, Onisha Paimon has a real bad feeling about the quake just now. Maybe it has something to do with what Mamea was talking about. Let's get going. Nothing but... Wo muss ich jetzt hin? Zum warmen Place. Sind die jetzt alle aus dem Dorf hier raus? Nö. Die gammeln hier immer noch ab. Wait. Was ist das da auf einmal für ein Untergrundabschnitt? Die waren da gerade noch nicht. Oh, leck mich. Verarsche. Hört auf, hier andere neue Sachen hinzustellen. Achso, in die Richtung. Ich frage mich immer noch, was ich da verpasst habe, weil irgendwie... In meiner Welt hätte ich hier was damit machen müssen. Aber nö. Das hat rein gar nichts gebracht. Gut. Was soll's. Dupdi-dupdi-du. Wow, das hat funktioniert. Wow. Ich sag doch, da ist ein Stein, der irgendwas blockiert. Und jetzt ist er weg. Ist klar. Ich hab's gesagt. Vor 2 Stunden oder so. Head to the location. Ja, aha. Zack. You even want this? Ja, ich nehme alles mit. Ja gut, fairerweise. Wenn ich Yai hätte. Yai könnte eventuell mit der Waffe etwas anfangen.
Wobei ihre Waffe ist Crit Damage, also von daher hat sie wahrscheinlich Crit Rate als Ascension. Oder hat sie Elektro Damage? Müsste ich mal gucken, was ja jetzt Ascension hätte. Aber theoretisch könnte sie das Ding halt halten. Für den hohen Base Attack und so weiter. Stimmt, ich müsste echt mal gucken, was ja ist. Das muss ich jetzt wissen. Komm, Kicking Mains. Ich will wissen, was bei Jaja abgeht. Kicking Main. Ja, Kicking Mains. Bap. Lönniquigkeit. Nö. Diese scheiß Götter nehmen an schon wieder. Elektro. Catalyst. So, ja, Quickquire 3.2. Off-Field, On-Field, ja, Off-Field definitiv, keine Ahnung, Constellations, bla bla bla. Combos, III, Swap, Q, There's III. no need to exchange Started pleasantries. on Burst Cast, It's Combo, rather Should Rotate, pathetic bla to bla force a bla. conversation Klappe, just to occupy silence. Head Guy. Artifacts, Area Current 100% Limit Skill only. Was 140%, Bursting every hour rotation with a second Electro. Ja, ist klar, dass man 100% hat. Bursting every rotation with a second Electro, 140 160, 140 180, Bursting every rotation Solo Electro. Relax. Aha. Bursting every rotation Solo Electro not recommend. Aha. Klar. Character has to be paired with other electric units of good energy generation as the range Shogun official. Attack or M or ER. Electro damage, crit rate or crit damage. ER into requirement, crit rate or crit damage, attack presence or EM. EM breakpoints to aggravate 100 bis 300. Attack rate in other than two teams here can benefit from EM greatly to the point where it can substitute an attack sense. For these teams, aim for around blah blah blah. For focusing back on attack stats, EM sense can be strictly better than attack sense and teams come blah blah blah. Artifacts, 2-Piece, Mixed Combination. Ja gut, das ist jetzt egal, weil das neue Set Iris ist definitiv, wenn es auf E-Damage geht. Ansonsten halt Fire Emblem of There's no such bla thing as bla. pure freedom in this Weapons world. can boost relative Western stuff Even with the a large wind amount of cannot damage go on percentage, forever. causes attack percentage that's to be more valuable. 1,000 floating dreams, strong Dendro teams. Scout and Stone stats are generally second best weapon outside of Dendro teams. Bei What Apples? Wirklich? Second best weapon outside of Dendro teams. Also can be occasionally triggered even in on-field playstyle by weaving a normal attack before a skill and burst cast. Great option low attack buff scenarios. Last player, another strong stat stick. You generally can make use of passive, but the crit rate carries itself enough. Ja, gut, sage ich ja. Und der Rest ist halt, ja, wie immer eigentlich. Es ist ein Stat-Stick. So, was hat sie jetzt nochmal für ein Ascension Stat? Wie ich das hier? There's no need to Nö. exchange pleasantries. It's rather pathetic Das ist to das Einzige, was force a mich immer stört an Kicking conversation Mains. Ich sehe die just to Dinger occupy Ascension hier nicht. silence. Nach Miko, Vicky. Oh, ja, sie hat Crit Rate, wie ich es mir dachte. Fairerweise, dann hat sie 90, ja, dann hat sie 25 plus 33 sind 58. Dann hat sie halt 58, 60 Crit Rate halt schon. Das heißt, sie braucht dann aber halt keine Crit Rate Subsets mehr. Ja, natürlich ist es kacke, auf dem Crit Rate Charakter eine Crit Rate Waffe zu nutzen. Aber prinzipiell, dann muss sie halt auf Crit Damage Subsets gehen. Von daher, ja, wird schon passen. So, gut. Ich hier hin. Jo. Gut. Und eine Seele hier. Unnecessary. Hat die letzte Seele eigentlich eingesammelt in dem Schiffswrack da hinten? Ja, müsste. Da war, glaube ich, eine Kiste schon. Von daher ist es okay. Da hängt schon wieder so ein gutes rotes Zeug von der Decke. Aha. Wait a second, where would these things be here? Too slow. Was? Wie? Lost the reaction sector, threats assessment, intermediate Seymour. Achso, er kämpft mit mir. Ja, gut, okay. Mach du mal. Mein, er tankt mich. Ich meine, das ist eigentlich gut. Eigentlich müsste es... Ich bin dafür, dass man einen 5. Charakter nutzen kann, der aber einfach nur das Team in bestimmten Intervallen mit einem extra Skill bufft. Das heißt, man, keine Ahnung, man nimmt Kasua und der macht dann einfach alle 10 Sekunden mal oder alle 20 Sekunden gibt er dann halt einen Pull an der aktuellen Position. Kann man selber triggern vielleicht, aber man geht ja nicht auf dem Feld mit ihm direkt. Das wäre mal eine Idee. Move. So. Unnecessary.
Warum krieg ich die nicht gerettet? Feindheiligen Limousinen hierbei. Was ist mit dem Ding jetzt hier? Ach so, der ist nicht eingeschaltet. Ach so, das ist los. Ach so. Ah. Könntest du richtig fliegen? Der eckt hier andauernd an. Da müsste ich hin. Kann ich ihn weiter wegnehmen? Ja, kann ich. So, gut. Oh. Wirklich. So knapp daneben. Achso, er ist aktiviert, gut. So, dann kann ich jetzt hier mitnehmen. Sagen einfach mal hier. Ah, come on. Natürlich zerstört er daran. So. Achso, der hat sich doch aktiviert anscheinend. Meine Güte. Warum hittet das Ding nie? So, was ist hier unten? Riesiges Unterwassergebiet, na klasse. Aha. Wehe, der trifft nicht. Wollte gerade sagen. Okay. Achso, du wärst ja gar nicht weitergegangen, oder was? War nicht. Behold. Too slow. So. So. Oh Mann. Falsche Richtung. Die Richtung. Okay. Ah, so eine Kiste. Was? Hat sie gesagt ein Croissant oder was hat sie gesagt? Das wäre interessant, wenn sie echt Charakteren neue Sprüche geben, nur weil sie in Fontaine sind. Oder so Mero. Das wäre echt interessant. So, da sehe ich nichts. Hier komme ich wieder hier oben hin. Also war ich mehr oder weniger dahin schon richtig. Gut. Da soll ich hin. Da gibt es aber Waffen. Also Waffen in Anführungsstrichen, aber gut. Ist klar, das Wasser ist von oben kaum zu durchsehen, aber hier unten ist einfach alles klar. Ist schon recht so. Ich glaube, da muss ich eh gleich noch hin. Erst mal dahin. Doop-di-doop-di-doo. Oder sie sind einfach direkt verbunden, das kann auch sein. Zack. Der Hund ist unter Wasser mit dabei. Hauptsache. Ist klar. There really is nothing here. You sure this is the place? It should be far sure could be wrong. Philipon didn't expect that Seymour could dive. Danke. Affirmative. I'm equipped with the latest multi-use diving unit, with which I may always accompany my master in those composed of pure water. Mal mehr? Gleisty, aha. What are you doing here? Wow, where did you come from? So, did I scare you? Those monsters kind of just came jumping out of those glowing circles, so I hid in the cleft of the rocks. It's all good as long as you're okay. Are you alone? No, there's a friend of mine who's been trapped over there. That child's name is Puka. Tall one. Could I please ask you to rescue her? Leave it to us. Yes, let's go. Ach, haben wir keine komische Wasserbubble an ihrem Arsch oder was? Ist klar. Yes, let's go. Ist klar.
Please get away from me. I'm just normal Melusine, and I'm not haste at all. Even if you did eat me, no, silly, we are here to save you. We got rid of the monster already. You're Puka, right? Yes. Wo ist meine... Would have thought that Melusine could get coughed in seagrass. Strapped here. Let's find some way to get rid of the... Yeah. Zack. Thank you, tall person. Thank you, good-hearted Spectre. Hang on a sec. Who are you calling a Spectre? Paimon's Paimon, and this is Anisha. Anyway, what was it all just now? Why are you two in a place like this? I know what happened earlier. I don't know what happened earlier either. The ground suddenly started to shake, and those scary monsters started to show up. Who can ever here to pick up those beautiful stones? We've been here many times, and this never happened, nor have we ever seen those frightening creatures. So I've been wanting to ask this, but why is Mamere here? Mamere brought us here. Huh? But how did you know where we were? Father told me. He told me that you were in danger, and that I should ask Nisha and Paimon to come and save you. Father? Ah, I see. So it was Father who asked you to come and save us. Thank you, Mamere. So you know who Father is, Gleisti? No. Ist sie die Einzige, die ihn hört? Wow, okay. Mamere always talks to us about how she's able to speak to her father. I've always supposed that that's her imaginary friend. He's largely alone otherwise. I don't know what's going on, but thank you all the same. Okay. Wir haben eine Melusine, die Hallus hat. Good. Don't thank me. I didn't do anything. Father's the one who told me what to do. My apologies for interrupting, Miss Mamere, Miss Puka. Considering our surroundings, I suggest that we leave this place post-haste to avoid further attacks. Ah, another dog appeared. Calm down, Puka. This is the robot the dog Mamere picked up before, right? It couldn't move before, so could it? A keen observation, Miss Gleisti. Regardless, my logic circuits recommend that we are not Terry. Please allow me to escort you to a safe location. The contamination index here has exceeded the threshold of human tolerance. Contamination index? Would that be related to the hallucinations I saw earlier? Safe place? So, do we just need to go back home? Your Pound doesn't know what Seymour means by this contamination index stuff, but we might get attacked again if we stay here, so let's get you all home safe first. Got it? Thank you, Miss Paimon. You've got a good heart. Hey, alright, let's go. Keiner will uns jetzt unter Wasser reden und dass wir atmen können, aber okay, gut. Passt schon. Head to the... Okay, so weiter rein. Wirklich? Ah, okay, hier ist nur ein Kurs. Gut. Wollte schon sagen. Zack. Und rückwärts, wow. Zack. Nebenbei, ist das so schwer, Nintendo Unterwasserabschnitte und Welten zu designen? Selbst die Chinesen hier kriegen es relativ gut hin. Und ich meine, ihr habt das auch mit... Ja gut, reden wir nicht über Ocarina of Time, da war es nicht so sehr im Fokus. Der Eingang zum Wassertempel, wuhu, das war's. Und unter Yabu Yabu, aber das war's auch wirklich dann mit Wasserabschnitten. Wassertempel klammern wir komplett aus, den reden wir alle nicht. Ja, keine Ahnung. Twilight Princess war noch relativ geil. Weitestgehend. Auch wenn es auch nur der Hylia-See war. Aber man konnte tauchen. Wobei, nee, es gab noch ein paar kleinere Orte wie der Friedhof von Kariko, von daher. Ja, man konnte überall tauchen, wo man mit Eisenschiefen runter konnte. Oder mit der Zora-Rüstung. Aber prinzipiell, ich bleib dabei. Wie ist es da oben eigentlich so ein kleines Stück Wasser? Achso, das ist die Fläche, wo ich langgelaufen bin. Das ist eine Pfütze gewesen, gut. Ja, prinzipiell. Ihr könnt's doch, oder? Ja gut, über Skyward Sword, sein Wasserareal. Das war billig, aber prinzipiell, ihr habt auch Wassersteuerung drauf. Prinzipiell. Also warum nicht in Tears of the Kingdom und Breath of the Wild? Deswegen klettert man lieber 10.000 Stunden über Berge. Oder fliegt 5 Kilometer mit einem Hoverbike. Aber gut. Ja, ich weiß nicht, ich kann im Nachhinein nur über dieses Spiel meckern. Genshin hat irgendwie als Zelda Breath of the Wild Klon irgendwie angefangen, so ein bisschen. Oder als RPG-mäßigerer Klon. Aber es hat mehr Ideen und teils bessere Ideen, was Gameplay angeht. Die nutzen zwar dann dieses Gameplay immer nur für die eine Region so ein bisschen und reizen es nicht aus, dass es schwerer wird. Aber sie haben die Ideen. Die auch nur im Endeffekt, ja, im Endeffekt auch schon Sachen, die immer wieder mal waren irgendwie.
Aber trotzdem. Sie nutzen es. Wieso ist hier eine riesige Muschel? Aha. Investigate. Oh, das ist hier drin. Kann ich da weiter rein? Nö. Ich soll sogar dahin. Ach so, und dann werde ich da irgendwie ausgespuckt. Interessant. Gibt es sonst auch irgendwas, was ich mir holen sollte? Nö, glaub nicht. Und wieder so ein Abschnitt. Designated Location. Ja. Ich meine, so viel kann ich mich auch nicht bewegen. Aber gut. Trotzdem bin ich hier. Noch ein Teil vom Dorf oder was? Muss eigentlich. Achso, dann wohnen hier die beiden anscheinend. Ja gut, würde Sinn ergeben. Dass die hier in dem Teil wohnen und dann darüber können. Mhm. Gut. Zumindest ergibt das Sinn. Ach, und diese sanfte Musik hier immer. Muss ich wieder alle auf einmal durchtrennen oder was? Ich meine, es ist möglich. So ist nicht. Bin ich blöd? So. Doch. Es ging nur auf Zeit so ein bisschen. Okay. Gut. Zack. Aber sonst ist hier nichts mehr. Nö. Quasi 2 Kisten. Die Musik ist aber schön. Schließe ich mich da ein. Komm, schieß damit. Oh hey. Kriegen wir das irgendwas? Nicht wirklich, oder? Verliere halt meinen Angriff. Ja, Mero Sea Village, wo auch immer ich jetzt bin. Wo in dem Village? Oh, so sehr was the Village here too, hä? Ja, und das Village-Abteil hier ist sogar unter Wasser. Yes, this place was closer to the ore veins, so as for me, I'm here because it makes it easier to care for the injured animals in the area. Anyway, we should be safe once we reach home. Thank you, Nisha Paimon. Thank you as well, Mamia. If it wasn't for you, we might have never made it back. Let's have tea next time we get the chance. Oh, come on. Now's not the time to be shy. I'm not shy, I'm just... Oh, never mind, I understand. In that case, we'll go back first. Thank you for escorting us, Nisha Paimon. See you, stay safe. Komm, jetzt heute Paimon wahrscheinlich rum, dass sie ihn das Angebot nicht angenommen hat. Well, guess our rescue mission's done and dusted, eh? Thank you for your help and for being willing to trust me. Otherwise, I wouldn't have known what to do when faced with those monsters. Affirmative. If not for this lady here, I would not have been able to eliminate those life forms so quickly. However, hypotheticals generated from previous data indicate that my sweeper mode would have neutralized the threat posed by those hostile life forms, albeit requiring a longer period of time. Hey, Onisha and Paimon are well-seasoned adventurers. You know, still, what are those things doing inside Elena's? And they appeared alongside the Quake too. They are my least favorite monsters. I wonder how Farbe is doing. Speaking of that, wieso hat sie an ihren Füßen? Aber okay. Speaking of that, Paimon thought that Farbe was a secret only the Melusines knew about. Paimon didn't think that the other Melusines hadn't heard of him either. That's right, no one can hear his voice, just like how no one can understand the painting's contents. They would think that I was talking to myself whenever I spoke to Farbe. That's understandable. It means that the voice I heard then was... Well, now that we've seen you repair... We've seen you repair Seymour and take us to help Puka and such, Paimon's sure that your father must be a decent person. Absolutely, he's the best in the world. Wow, everything's shaking again. Onisha Paimon, those monsters, they've appeared elsewhere. Huh? This time they showed up where we were collecting paints previously. You mean the place with the large house and the shipwreck? It's a long way there from here. Yes, I know. What should we do if we don't make it in time?
There's no need to take the long way. We can ascend directly from here. Was er should be no path up there. I've just completed a full scan of the surrounding areas. We need only penetrate the layers of rock above us to reach Sea Village directly. That will allow us to reach our destination in good time. Ich wollte gerade sagen, wie kommen die hier sonst her? It's not that simple, you know? What do you mean? Need only penetrate the layers of rock above us. How do we do that? I detect a lack of faith in my functionalities, Miss Paimon. Concern is unnecessary. My most advanced mining module can penetrate rock layers of this thickness. Noble and lovely Lady Unisha, I ask you to take me to the waters up above. I cannot maintain diving ununit operation while my mining module is active. Well, I guess you can do that too, huh? Aha. Wie, nicht tauchen und bohren gleichzeitig? Mhm. Da durch die Decke. Und was ist damit? Ja. Schön abgesperrt erstmal. Wo auch immer es dahin geht. Alter, wie viele Abschnitte gibt es hier unten noch? Das ist unter dem. Okay. Da ist das Dorf. Und da hinten. Ah, okay. So will man normalerweise dann da hochkommen. Wahrscheinlich ins Dorf. Wenn ich mir die Karte hier angucke, wo komme ich dann hin? Wahrscheinlich bei dem kleinen Stein. Ja, weil hier drunter ist auch... Ja, hier ist der Hydro-Sigil. So. Ja, das ist das Wasserbecken, definitiv. Okay. Ich mache jetzt einfach mal nochmal hier ein. Es sind aber die 3, die da in Reihe geschaltet sind. Das heißt, ich kann nicht wieder wegklicken, dass ich sie habe. Gut. Was? Achso, immer noch das Ding. Gut. Achso, und die gehen normalerweise den längeren Weg aus dem Dorf über den Wasserfall oben. Ah, okay. Wir machen jetzt quasi den Shortcut auf. Damit die auch eher vom Dorf zu ihrem Haus kommen. Ich finde es auch interessant, dass die unter Wasser leben, die Dinger. Ich meine, die sind ja Wasserlebewesen irgendwie, aber trotzdem. Das Wasser ist halt schwer mit Kochen eigentlich. Und auf Toilette gehen, glaube ich, auch. Aber gut. Was soll's. So. Da will er hin. Mein Module activated. Ja, er ist trotzdem noch unter Wasser. You just smashed that to pieces. You're pretty strong, aren't you, Simo? Actually, no, it's not the time to worry about that. Come on, Shop, we need it. Ja, ja, jetzt habe ich hier den Shortcut. Guck mal, ihr könnt jetzt ganz einfach die anderen beiden besuchen gehen. Squall and Fury. Und ich kann da theoretisch auch noch irgendwann bestimmt hoch. Will ich da jetzt einfach mal just for fun hochgehen? Ja, komm. Auch wenn ich dachte, dass das hier... Nee, ich dachte, hier wäre der Shortcut. Oder? Egal. Was soll's. Doop-di-doop-di-doo. So. Squall and Fury. Hopp. Komm ich? Ja, ich komme hier hoch. Wahrscheinlich auch ohne ihn, aber... Ist da unten irgendwie ein Ring oder so, den ich nehmen können, um nach oben zu kommen? Nö. So, wenn ich jetzt hier runter gehe, bin ich dem Spiel wahrscheinlich... Also, ist klar. Ist es hier eine Steinwand, weil ich hier noch nicht lang soll. Mhm. Wie kommen die jetzt hin und zurück? Ohne den Shortcut? Eigentlich gar nicht. Aber schön, dass die Wäsche hängt. Das Ganze hat so ein bisschen was an Zoras Domäne eigentlich. Also die Ocarina of Time Version zumindest. Wobei ja doch die aus Twilight Princess eigentlich auch. Mhm. War sie? Mhm. Ach komm on. Hätte den Shortcut. Achso. Muss ich den Shortcut nehmen? Der Weg hier jetzt lang ist eigentlich schneller, aber gut. Also ist er nicht, aber den Weg hätte ich jetzt eher gekannt als den Shortcut, der hier in der Ecke ist. Zumal das auch nicht der Shortcut anscheinend ist. Very bright place.
Aha, so, jetzt sehe ich die Linien hier auch. Der führt mich dahin. Der führt mich dahin. Der führt mich da unten hin. Und von da aus komme ich dann, keine Ahnung, dahin. Keine Ahnung. Okay, gut. Go to a lonely place. So. Der ist deaktiviert. Die sind alle deaktiviert. Gut. Ich versuche gar nicht zu lesen, was er sagt. Dass sie das bis heute noch nicht irgendwie gefixt haben oder gelöst haben, das Problem. Ich weiß ja nicht. Zack. This prismatic resonance shatters the ore, and the Melusine unexpectedly falls out. You rush over to help her up, and unfortunately she doesn't appear to be injured. Ist das Ase? Nö, wir da. Hä? Mamea? What are you doing here? And you are? Zweimal she's Anisha. Mamea brought us here. Ah, is it so? Thank you all. My name is Vida, but just call me V. Why? I'm an apprentice agent of the RSSD. Of the Marichaussee Phantom. Still, I didn't think I would get into this mess. How embarrassing. An apprentice agent? Oh, so you're with the authorities in Fontaine. No, it's a self-proclaimed title of the moment. One day, though, I'll be a proper agent, just like Cedil. Wait, so you can give yourself the title? Anyway, what happened just now? Where did you end up hiding inside a rock? Did I do something like that? I don't remember. I just remember falling down while fleeing, but nothing else after that. It was Father protecting you. Father? Never mind it for now. Even Risha and Paimon don't know what that's about. More importantly, are there any other Melusines trapped here? I didn't see anyone else. I was doing special training alone here after all. But I did catch sight of some humans I've never seen before. Might have been 4 of them. Humans you've never seen before, huh? Okay, just a sec. Did you come across some purple guy and 3 people in red scars? That's right. Are they your friends? How should we explain this? Nein. Sind sie nicht. Und sie sind die Bösen aktuell irgendwie. How should we explain this? We tell Vida about what happened before. Wirklich? Wow. So it actually happened? Now that I think about it, they were behaving very suspiciously. I guess I still have a lot to learn. Where's the deal in my shoes? Did you see which way they went? Yes, they were heading that way. Alright, let's go after them, Nisha. Why are these things still chasing us? Sind echt Geschwister oder was? Do I look like I know, you numbskull? It's just bad luck. Come on, are they seriously still coming? Alright, those suspicious people. Stop, don't run. Be careful, those things behind them are rift hounds, wie immer. Yeah, please help, repay you, I swear. Those monsters are coming this way. Carefully, Nisha. Access hostile reactions detected. Switching to purification mode. For your own safety, Miss Mamea, please keep a certain distance. Ach, die kämpfen auch mit, oder was? Ist klar. Mein Skill ist noch nicht wieder ab. Okay. Zack. Machen wir mal so. Boah, ist ein bisschen Damage, die sie machen kann. Hast du noch irgendwas gefragt, was das hier angeht? Wahrscheinlich. Zack. Saved at last. Wow. Hey, what are you doing? Arresting the masterminds behind the summoning of these creatures. What else? Oh wait, we didn't do anything. We were just being chased by those monsters, honest. What's going on? Tell us everything. Also, what about that purple guy? Where's Jacob? Jacob. That's right, confess. Whatever, now that it's come to this, we might as well come to clean. Just our luck, seriously. We should never have taken this job. That madman got us to bring him those red stones. You know, those you gathered previously. He said they'd be important. Important for what? Whatever the heck he was going to do with them. He didn't tell us anything else. Just get me the ores. By Al-Ahmar. We are mercs, not miners. And we did it for him. Alright, for half a day we worked. At the end of it, he didn't even pay us when we gave him his damned orbs. He even started saying some weird stuff.
We hadn't even caught what he said before he took the fragments and left, dropping us like a sack of potatoes with a useless and I guess old ways are the best. And no pay either. I was going to get even with that scoundrel, but he did some hand sign and blabbered out. Something in a language I didn't know. That's when those monsters appeared, and they chased us all the way here. Why, that scumbag? Did he summon the monsters at the other locations? What? What other locations are you talking about? The same monsters appeared in areas around the village, and they are attacking Melusines wherever they find them. Wait, did something like that happen? I didn't know, I swear. After leaving your place, the Jacob guy led us to the intersection up ahead. We didn't really delay. Und da ist ein Smite Drop. Catching. We didn't really delay. So basically he never told you anything except that you should go steal the paintings. Don't even bring it up, never mind telling us anything. That charlatan didn't even pay us our deposit. Why'd you work so hard for someone who doesn't even pay a deposit? Is it because you thought he was handsome? Oh, so you like purple, do you, boss? What in the world are you talking about, you idiot? Of course not. How's that guy handsome anyway? Also, what kind of reason is I like purple? Well, he sure looked like he was in the Mora. He hopes that a little extra enthusiasm might get him to part with more of it, so he decided to waive his deposit. And that's what you call a self-inflicted wound. Looks like we won't be able to get anything useful from these guys. How should we deal with them now? Hey, don't worry, leave it to me. I'm not an official agent yet, but I can escort them back to the village and hand them over to Cedil. No problem. Wait just a moment, aren't we victims too? You ransacked my house, heard Seymour, and still you claim to be victims? That's right, whose house did they ransack? Perhaps that's not the point, the main point. Exactly. Who thinks that you'd even do something like that? You're incorrigible, whatever. Come with me now and don't you dare resist. Ah komm, lass die einfach hier im Dorf arbeiten. Von daher. Wait, you're going after that guy, aren't you? We know where he's gone. Listen, he's headed towards the place where the giant rock is hanging. You know, over that way. If you give chase now, you could still catch him. Da war gerade eine Gegenströmung. Ihr könnt mich mal. The place with a giant stone. Wait, you mean... It's a warm place that makes people at ease. Why would you tell us this, even so we won't let you off so easy? Hey, even mercenaries know how to be picky about our employers. That self-serving monster summoning fraudster is not no employer of mine, no matter how much he's offering. Not that he even paid us the deposit in the first place, I mean. Ah, everything's shaking again. Hey sis, do you think this earthquake could be... Crap, if more of those monsters show up. Hey, Shorty, you wanted to arrest us, right? Quick, do it now. We surrender, unconditionally. That's more like it. Go reform yourself at the fortress of Meropite and learn to be useful to society. Well, guess we leave them to you. We'll get to the bottom of these quakes. Alright, Mercs, don't get any funny ideas, or the Meisengardiners are gonna show you what for. After disarming the mercenaries and tying their hands. Wirklich? So, what are we supposed to do now, Unisha? Mamea, what's wrong? You don't look good at all. No, it's not that. It's Farbe. Tarts, no. Why are you doing that? I heard it too. And you look just as horrible, Unisha. You heard something. What did you hear? I'm fine, but... We must hurry, we are out of time. That's right, there's no time. Even if you say that, shouldn't you rest for a bit? You look like you are hurting all over. Yes, it hurts. I've never experienced anything like this before. But I must go. Farbe must be suffering far more than I am. Please, Unisha and Paimon, please take me there, to the place where we gathered high purity ores earlier. Okay, let's go. There should be a shortcut we can take. Blue Launching of Heart and Moon. Oh, und jetzt ist hier voll der Farbe-Effekt die ganze Zeit. Interessant. Ja, ich überlege jetzt, ich könnte jetzt einen Cut setzen und einfach dann wieder weitermachen mit der Quest. Aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach ein Stück. Komm. Da wird jetzt ja nicht so viel mehr kommen, hoffentlich, oder? Ah, ja, komm, wir haben es auch erst 20 nach 10, von daher. Notfalls mache ich halt länger als gedacht. Aktuell plane ich halt bis 11. Oder sagen wir, bis die Quest zu Ende ist. Go to a very warm place. Wait, what's wrong? Why can't we continue on? Wait, it seems like something's blocking the way. Uh-oh, what do we do? We could use Seymour to break the wall down. The current's over there. That's right, swim. Over there, because horse blood is already... Blood? Mommy, are you okay? What blood? We cannot delay any further. Let's swim from over there. Uh-huh.
Ich finde es komisch, dass sie das Ding Vater nennt, aber okay. Also, ja gut, hier ist jetzt der Current auf einmal. Aber gut. That's odd. Paimon remembers that the currents here used to flow in the opposite direction. Danke, Paimon. Note, regular record space correlation can decrease the frequency of issues effectively. Ja, danke. Finde ich schön, dass der Hund irgendwas sagt und Paimon Fragezeichen sagt. Und dass Paimon zumindest anmerkt, dass das hier in eine andere Richtung ging. Weil ich es ja vorher gesehen habe. Halt. Achso, ja, nee, das andere wäre zum Maul raus. Okay. Fair enough. Und das ist das Ding, was ich hier gesehen habe. Okay. Gut. Ich mag den Effekt irgendwie. So ein bisschen. Oh, ja, was haben wir denn da? Ein Abyss Herald. Ist das der Triple Dude? Oh nö. Oh. What the? Aha. What the actual fuck? Wow, what happened to that strange giant stone all of a sudden? And look at that color. Doesn't it basically look like a heart? That's right, this is the original form. The heart. Wait, you're Jacob. What are you doing? Gathering paint, as you can see. Paint. Oh mein Gott, sie haben Blut gemalt. Ach du Scheiße. Paint. What an interesting way to describe this filth. To think that everyone would set it up on canvas. What? Still, your arrival here was quite unexpected. Ist das ein Elektro-Dude oder ist das so ein Triple-Dude? Ich habe keine Ahnung. I could have sworn I see at all the entrances. Did I slip up somewhere? You're a member of the Abyss Order, aren't you? Where there's smoke, there's fire. And where there's evil, there's you guys, huh? The Abyss Order? Oh, please, not lump me in with those be-knifed primitives. Oh. Okay. They are no different from those oppressors. The power they seek is but a tool that only a few can use. What we search for is true equality, the liberation of the will. Just as my friend said, those who lack weakness of consciousness shall not be subdued either by gods or death. Stop your prattling. If you aren't with the Abyss Order, how do you explain the magic you used earlier? I merely used the power of the Abyss to reverse the crystallization process, that's all. In any case, I had not expected to see its heart withered to such an extent after a mere few hundred years. As such, it needed to be restarted for me to obtain sufficient blood. Sufficient blood? Yes, a rather inelegant method of doing things, you might think. Alas, there's no other way. I, too, initially believed that I could obtain enough congealed blood from Miss Momere through peaceful means. This would have allowed the plan to go through without alerting the Marchese hunters. Alas, that backfired. Too bad, I suppose. Wait, didn't you previously say that you wanted paint? What's this congealed blood you're blabbering about? Explain. Ja, komm, das ist so eindeutig. Wait a moment. This is more interesting than I thought. So you don't actually know what those paints really are, or the powers they contain? I see. It seems I spoke too much. How terribly unexpected. Still, I fail to understand. Why would you want to get close to Miss Momere if you don't understand the value of those paints? Don't bring us down to the level of sneaky schemers like yourselves. Besides, you summoned the monsters earlier, didn't you? What did you do with that for? Why did you have to attack the other Melusines? Attack them? I hardly have the time for such frivolous pursuits. Well, in theory, the arrays I activated in those ruins to reverse the crystallization would indeed have temporarily opened the way into the realm of beasts. I suppose that's how the monsters you mentioned were attracted here, like flies to festering meat on the road. As for those Melusines, well, an unrelated matter, I fear. Let's not discuss them. Compared to that, Miss Onisha, do indulge my curiosity. What do you think of the original sights here? Now that you've seen them. Look at your feet, blood flowing like a river, fertilizing the very dust of the earth with their filthy fat. If I told you that a greater disaster than that will come one day, how would you react? What are you talking about? Blood? Fat? Hasn't this place only turned just a little bit red? Negative, the blood has already risen over Miss Onisha's ankles. The local contamination index is now over 10 times the human body's endurance threshold. We recommend that all present leave this area for your own safety, and to prevent the following allergies, confusion, white matter distortion,
mental deterioration, and I see, that's how far it's gone, hm? Oh bad, oh sad, but fear not, I will liberate you. The moment foretold by the world formula is coming. Aha, der gehört dazu, zu den Leuten, okay. There is a little time left. Ich hätte die komischen Texte abgeben sollen vorher, bevor ich das hier mache, oder? Jetzt weiß ich ein bisschen zu wenig, aber gut. Darf ich jetzt kämpfen? Ja, darf ich. The true nature revealed in the end, Jacob. Aha. Das ist nur der Elektro-Dude, kann das sein? Fascinating. I thought that you were only able to reach this place purely through luck. But it appears as if that was not all. Indulge my curiosity, Mr. Ninja. Could you tell me who you are exactly? That's none of your concern. Not going to answer. Well, that's fine. It was just a mild curiosity of mine, after all. In any case, I haven't any further time to waste here. The appointed time is coming, and I have enough blood to use. Any further delay may invite unwanted attention. We're not gonna let you get away. What time are you talking about? And that is none of your concern. It has nothing to do with you, after all, anyway. Onisha, look out. What the... What is this? You despicable. What have you done to Onisha? I wouldn't use that word. This is a matter of utility, not morality. You are indeed very strong, Mr. Onisha, but I wouldn't say the same for the others. Ah, where did these monsters come from this time? Apologies, Jacob Ingold, but I fear I cannot let you do this. Ingold, Miss Mamere, Miss Paimon, please get behind me. My duty is to defend. All attempts to harm you will not succeed. Such arrogance, you piece of soulless crap. You were unable to defend Mary Ann, then. All you will do today is confront that incompetence once more. So viel Lore und ich kann nur die Hälfte verbinden. Mary Ann, ist Ann die gleiche Ann wie aus dem Institut unten? Mary Ann haben wir auch schon gefunden in Anna Pauses. Aha. Seymour. Mary Ann? And should you survive this battle, the giant revived beast will crush and digest you all. Well then, farewell. Ah, they're coming this way. Kann ich jetzt den Hund steuern oder was ist? Restart, complete Wisher based on the restart of my scan. Your attacks will not affect this structure. It can only be stored by energy equal. Regrettably, stop preparing or something. Ja. Aber? It's a Breacher Primus. It's heading to for the Traveler. Oh no. Oh, cool. Das hat mich befreit. Interessant. Einfach ignorieren, was hier abgeht. You, guess we're finally safe, huh? Still, what was with that round thing? It was helping us? Mamere, are you okay? Yes, Father. Huh? Here? Oh, Paimon thought you were talking to us. It's that sound again. I understand, since this is your will. It will be done. Nisha, Paimon, could you both strike a pose? I'm going to start drawing. Wait a moment, Paimon hasn't mentally prepared herself or figured out what pose to strike. Actually, wait, why are we doing this here now? I don't know how to explain, but I think Seymour can help. Logic module calculating, attempting to rationalize reasons for question. Results, insufficient data, cannot answer. My logic module concludes that your decision is far from logical, Miss Mamere. Oh nein, sie geht rauf, oder? Sie will noch ein Bild machen, bevor sie rauf geht. Seriously, Seymour, what are you doing? And also, why did you push the problem to him, Mamere? My primary design goal is to... now, sorting data fragments. Seymour, you okay? Oh boy, looks like he's hanged. Sorry, Paimon, but there's no more time to explain. If we don't hurry, it will be too late. Well, sure, okay, this doesn't quite feel right, but Paimon trusts you. I have faith in you too, Mamere. I know you won't do anything to harm us on purpose. But Paimon hasn't decided what pose to strike yet. Any thoughts, Onisha? Like an all goes just as planned pose, strike a come on you lot pose, a confident pose. Yup, that's the kind of confidence you should have in a situation like this. What do you think? Will holding this pose do? Yup, you look great. Now then, leave the rest to me. Mamere takes a deep breath, almost as if encouraging herself, and with a few wags of her short little tail, she gets to work without another word. The expression and the look she gives you are resolute and earnest, solemn, some might even say. Not long after her work is done. It's done. Oh, that was super quick. Well, Onisha, let's have a look, shall we?
Explore the unknown space. Ja, cool. Erstmal will ich wieder mich auffüllen, bevor ich hier irgendwas mache. Okay, sie geht doch nicht drauf. Anscheinend. Wir sind jetzt in das Vieh reingezogen worden. Wieso ist das Vieh eigentlich gar nicht böse, obwohl es eigentlich böse sein soll angeblich? Apologies, Onisha. I brought you here before I even had a chance to say hello. Might have trouble you with helping me clear out that poison? Onisha, please activate the prism to clear them out. Limna, Dreamer and Robotic Dog. Use the prism to resonate with the ores. Ich bin hardcore verwirrt, aber okay, was soll's. Ja, schön, dass ich zwei auf einmal treffe. Ich ziele nicht mal dahin und ich treffe trotzdem, das ist geil. Ich muss nicht mal richtig zielen, um zu treffen. Cool. Hauptsache. Ah, das ist Chaos Set. Thank you, Unisha. Might I invite you up here? I still have much to say to you. Aha. Was zum Fick geht hier ab? I'm confused. Das Zeug sieht aus wie aus Seirei irgendwie. Hi. Ist das Melusine mit Engelsflügeln? The fuck? Ah, you're finally here. I've always wanted to meet you and talk to you, Onisha. You know me? Yes, I've been watching you all this time, or should I say, sensing you. I've felt your presence ever since a child of mine who loves art brought you inside my body. Das Ding verschiedenfarbige Augen? Hat das Heterochromia? Oder ist es nur von dem Blauleuchten? Ist das riesige Vieh Elinas Sohnvieh gewesen? Das wäre... Nee, das sieht anders aus. Shaman who loves art brought you inside my body. It was like a warm light was running to and fro within my organs and blood vessels. Elinas. Yes, that's my name. Beautiful, isn't it? I love it. Why did you appear in the form of a Melusine? Why? Well, I find that form to be very beautiful. Don't you think so too, Onisha? I love them very much, for they are, one and all, my lovely children in here. I can decide my own appearance, so of course I choose the look I love the most. Melusine are your children? That's right, that happened a long, long time ago, not long after I first experienced death, I think. Many, many people, a spirit of the primordial waters, and many metal animals came into my body. Many people, a spirit of waters, and many people, I thought that they, like those two other people, were here to explore and gather my blood. I was originally just happy to have people here, but they chose to fight each other in the end instead. But of course I was dead at that point. I was too weak to do anything beyond watching them in silence and feeling the wounds they left inside my body. In the end, someone triggered an explosion that caused a terrible shockwave. Many people died, and those metal animals also died. The survivors left and everything was very quiet once more. A lot of sharp shards pierced my body from the explosion's impact, but later tiny life emerged from those wounds and from my broken flesh. I was so overjoyed, for they were beautiful and intelligent. Also, that was when I realized that I could do more than destroy. I could bring beautiful new life into this world. So I spoke to them, and I told them of many things. I taught them how to build a home for themselves so they might grow up well. Then there was happiness and loveliness everywhere. Later they gradually became unable to hear my voice. That's fine, though, just as mother once said farewell to me. All children must grow up and leave their parents. Only that child who loves painting still speaks to me, and she even brought her friends. That's how I came to meet you. I truly am happy that's the case. That's the case. So you're Mamea's father. That's right. Still, you truly are special. It was only when the situation was past salvaging that I realized how my blood was poisonous to humans. But when you came into contact with my blood, not only did you not get poisoned, but instead you slowly became linked to my and my daughter's consciousnesses. You began to see and sense many things. You are the second person I have met who did not fear my blood. Ah, if only there were more people like you. Who was the other person? Ah, so you don't know each other, but I saw you saying so many things to one another. I refer to the person who made my heart start beating again. Jacob?
A long time ago, he and someone else came into my body to collect my blood. Absorbing my blood would really raise the spirits. All the time, my children were not yet born, and I felt rather lonely as I lay here. Such, I was very pleased to meet them, and I was very pleased to have helped them out. He must have tried to restart my heart to thank me for helping him out using my blood. But I'm afraid I can't accept his kindness. As such, I thank you for stopping him, and me. Why? Well, if I were to be revived, my heart would beat, my blood would surge, and my internal organs would come to life again. What would happen to my children then? They, in their beautiful little houses, would be crushed and digested. It would be too terrible as a tragedy. I might look like this now, but my body is, in truth, very big and frightening. In the beginning, my siblings and I took leave of our mother and came to play on the surface. But I realized at last that things I found fun and joyous were terrifying to others. It was too late by then, and I was filled with grief and regret. That's why I asked my mayor to use some blood to create a painting and give it to you. That way, I'd get a chance to thank you in person. Thank you, Nisha, for stopping my heart. So long as I live, I will bring grief to others, and I never wish to see that happen ever again. Ach du Scheiße, ist das deep. Das ist jetzt voll dieser Alduin. Nee, Alduin war der Böse, oder? Scheiße. Ich habe Skyrim zu lange nicht mehr gespielt. Alduin war der Böse. Wie hieß nochmal der Drache? Patronax. Patronax war der Gute, genau. Alduin war der böse Drache, genau. Das ist das Patronax-Dilemma. Was ist besser? Gut geboren zu sein? Oder böse geboren zu sein, aber das Böse zu überkommen? Und er ist offenbar Zweiteres dann. Wobei er vorher nicht mal wirklich böse war. Er hat es nur nicht gemerkt, was er getan hat. You are very welcome. I mean, I did it to survive too. I did it to stop Jacob as well. I see. Anyway, this is a rare opportunity. I haven't been this clear-minded in a very long time. Why don't we chat about some other things? Is there anything else you'd like to talk about, Anisha? Tell me about your origins. Sure, my mother is the reason I exist. Mother is the most wonderful person in this world. She gave me my name, and it is a lovely name. Before I was born, I floated in the cosmic darkness. It was cold there and lonely. I was so sad then, and I would often cry. But later I heard Mother's voice. She wished for me to be born into a beautiful world, to give me life, to give me a strong and healthy body that could walk the world, to grant me a beautiful name. She wanted to give me many siblings, wanted me to meet many friends, wanted me to see the beautiful sights beyond that cosmic dark. She did not deceive me, and I was very happy. My elder siblings treated me well. And later many younger ones came along, and I treated them just as my elder siblings treated me. Later we left the world beneath the earth. I felt the wind brushing against my skin, the warmth of the sun. The water was icy and warm. Life was wonderful, and it was wonderful that I was able to witness this world. Only later did I discover that I was different from the life in this world. The things that brought me happiness, the things that interested me, they were frightening and terribly hurtful to those of this world. Eventually I fell here and died. That saddened, yet gladdened me. I treasured the life I was given my mother, but my life would bring everyone such pain. So it was better this way. Later, just as Mama gave me life, I gave my children life, that they may walk up in this world. That makes me very proud and very happy. Is there anything else you'd like to talk about, Nisha? Tell me about Jacob. That person from before, you mean. I fear I know little about him. He's not like you. Even after drinking my blood, he cannot speak to me as you do. In the beginning, he came with someone else to search for the blood within my body. At that time, I could feel that they were different. There's something within him, a bit of the dark, cold cosmosis power. And I thought my blood will do him good. Wonderful. Later he will come often to collect my blood, all the way up till there was a great battle involving many people here. Him included. He didn't come back again after that. To be honest, I was worried that he might have died. Imagine how happy I was to see him return. Alive and well, and so tall and strong. Is there anything else you'd like to talk about? About the Breacher Primus from earlier. Well, I saw that you were trapped and thought, if this goes on, I will be revived, and you will all die. My strength began to return, and so I thought, why don't I use one of my cells to attack the thing trapping you? That way you'd be able to move. That was one of your cells? That's right, they can help to drive harmful things away from my body, and protect my children. However, they aren't as smart as my children, so they will attack you too. Sorry about that. Still, I'm glad to have helped out. Is there anything else you'd like to talk about?
I need to go. Paimon and my mare will worry. That's true. Well, I'm almost out of time too. There are a lot of things I'd love to talk to you about. But the life I received this time is almost spent. Could you do me a favor though, Nisha? What do you need? Would you tell my mare? What to say? How about this then? Your paintings are very beautiful. I love you, and I'm so very proud of you. Right, and please get along with your sisters. They love you very much as well. Okay, das sind alles Weibchen. Gut, Frage beantwortet. Ganz viele weibliche Wasserkreaturen. Okay. Thanks a bunch, Nisha. Mann, haben wir einen Ausschnitt. I've got it. Alright then. Thank you. Honestly, it was great meeting you. Someday I hope that we'll be able to traverse this world without fear of causing harm or death to others. Aha. Was nur ist er jetzt? So ein Primordial irgendwas oder was? When that time comes, I'll be sure to show you what I really look like. Ja, das haben wir gesehen draußen. Du bist ein riesiger Drache. Der mit einer Schwanzdrehung ganz Fontaine platt macht. Aber okay. Hey, Anisha. Anisha, are you alright? You've been staring at the painting this whole time. Seriously, you were just like Seymour. He just said he would be searching for data, and then he's just not moved at all. Your paintings are very beautiful. I love you and I'm so very proud of you. Anisha, you... Wait just a minute, where did all that come from? Are you okay? I'm fine, don't worry. My eyes are a little dry from all that staring. Someone asked me to pass their words on to you, ma mère. I see, thank you. Please get along with your sisters. They love you very much as well. Come on, I've always gotten along well with everyone, seriously. But since Father said so, I got it. Thank you, Nisha. Paimon didn't notice before, but when did that thing over there turn back to stone? The shaking from before seems to be stopped too. Wait, were you in such a hurry to paint for us because... Wait, Paimon's got it. People call really good paintings absorbing, don't they? So you painted that in order to absorb Onisha, right? No, that doesn't make sense. What happened really? I'll explain in detail later. The problem here seems to have been resolved, at least. We are safe for now, us and the Melusines. Alright then, but you'd better explain later. Yes, Nisha, Paimon, what do you think of this painting? Well, please feel free to critique it. Didn't have much time, it wasn't my best self, so I'm not very confident about it. Ah, that feels like an excuse, I've got to stop doing that. So what do you think? Könnte sie aufhören mit dem Blut zu malen? Ich hoffe es zumindest. I absolutely love it. It's even cooler than the real Paimon. Ich hab's nicht mehr gesehen bisher, aber okay. Which part of it do you like? Paimon can't understand it at all. That's wonderful. One doesn't know what to say about your art other than it looks amazing, huh? This is a word they call an artistic baptism of fire? Well, I'm glad you like it either way. As long as you do, I'm happy. I'm not a very good speaker, unlike you, Paimon, but when I'm with you, I'm very happy. That's why I want to give you something that makes you happy too. Preliminary memory fragment sorting is complete. Wow, you're back, Seymour. I may now answer previously unanswerable questions as well. Previously unanswerable, which questions were those? The one about my master that Miss Paimon asked, as well as my aforementioned purpose. I am prototype for ACV-07, designed by to accompany and protect my master, Miss Mary Ann. Yeah, designed by Elaine, glaube ich. Mary Ann? That Jacob guy mentioned that name as well, didn't he? Affirmative. Miss Mary Ann was my master, and my prime directive was to accompany her on Garbled behalf and ensure that she would smile happily. I have not been able to fulfill that duty for Clockwork due to lack of a relay module. In truth, I cannot ascertain Miss Mary Ann's present location either. This should never happen. Yeah. My logic unit requires immediate repair. As such, if you do not mind, allow me to depart for now. My standard deduction module has already calculated the most likely location where I may collect information, and I must go there. Wait, Seymour, are you leaving? Affirmative. I thank you for your care thus far, Miss Mamea, but I have a duty that I must fulfill. Wird am Ende draufgehen, ich sehe es kommen. Then I come too. Negative. Deduce the danger level high. For your safety, I must refuse your proposal, Miss Mamea. But I will promise to return and express formal gratitude to you once I find my master. Unfortunately, some of my memories remain damaged, so I do not presently know where the Narzissenkreuz order that I must reach is precisely.
As such, my research will inevitably take a great deal of time. For that, you have to have my apologies in advance. I see, I understand. There's something you must do, and so you have to leave. But you will come back to find me, won't you, Seymour? Affirmative. Alright, then, be careful, Seymour. You have to come back, alright? My token, the symbol of my life, is with you, so don't go breaking down someplace where I can't find you. You have my word, Miss Mamere. I will fulfill my mission and return to your spatial coordinates. Okay, got it. Got it. Anyway, I've suddenly got a bout of inspiration, so I'm going to go paint now. Don't forget to come back and see me when you finished your work, okay? You have a deal. Well, we'll take care of you, Seymour, for you for now. Alright, understand. Onisha, Paimon, Seymour, you all stay safe, alright? I'll make a move first. Das heißt, ihr läuft jetzt mit uns rum, so in Anführungsstrichen. Oh, das wäre ja mal was, wenn wir echt immer so ein... Ja, wenn wir sowas quasi rufen könnten im Kampf, was einfach dauerhaft immer mitkämpft. Ich meine, das ist unnötig, aber prinzipiell wäre es lustig. Ein kleiner, Wolfling-Amiibo quasi. Aber gut. Mal mehr. So, where are we going next? Seymour mentioned this place called the Narcissenkreuz Order, right? I think I know where to find the place. Yeah, Palmer thinks we've already been there. The way in is pretty mysterious, so Palmer wonders if you'll be able to get in there. But let's just go anyway. Once everything's settled, we'll bring you back to see Mamere. Ancient Colors, X3 komplett. Aha. Limna, Dreamer and, ja. Mamere's Painting. Ach, jetzt sehen wir auch mal das Bild. Wo ist das? Hier? Haben wir wahrscheinlich direkt hier bekommen, oder? Aha. Die sind's nicht. Fische. Da. Also, ich erkenne nicht wirklich viel raus, aber okay. A portrait Mamere painted for Paimon and you. At first glance, it doesn't look much like you and Paimon, or anything, of a tangible form for that matter. Instead, it looks like waves of beautiful overlapping colors. But when calmly appreciating the portrait, you find that Mamere is conveying everything she wishes to express to you, layer by layer. According to Seymour's evaluation, Mamere can create unique paintings that differ from the 103,900 different styles of art. This makes her paintings priceless treasures, and those who gaze upon her paintings are always able to feel something different from Mamere's art each time they look at it. Good number of furnishings in this realm layout. Okay, gut. Ja, gut, das war dann die Quest anscheinend. Das heißt, inoffiziell ist Seymour jetzt mit uns unterwegs. Wir sehen ihn halt noch nicht und ich gehe davon aus, ist auf der Karte was Neues aufgetaucht. Da muss ich dann nochmal gucken gehen, ob ich da jetzt irgendwie hochkomme oder langkomme. Ist irgendwo eine Quest aufgeploppt. Eine neue. Ist irgendwo. Also laut Fontaine Commission Dingens ist ja nur der Prolog bisher drin. Das heißt, das Kreuzding wird. Ja, entweder ist es hier im Norden dann in der Region oder ist es hier bei dem Institut. Irgendwo muss es ja sein dann. 96%. Aha. Das heißt, dass hier sind nur noch 4% hier oben. Das kleine Stück. Und wir haben es 22:53 Uhr. Ich könnte das kleine Stück heute fertig machen. Theoretisch. Denn morgen aufnehmen sowieso kacke ist, glaube ich. Halt der Tag vor der Berufsschule immer. Da will ich eigentlich will ich da ja auch nicht aufnehmen. Aber ich wollte heute auch um 11, spätestens 11:30 ja eh Schluss machen. Eine halbe Stunde. Klar, ich könnte jetzt noch hier hingehen, mit das angucken. Könnte da einmal lang gehen. Und fertig. Aber will ich das? Will ich jetzt wirklich noch das so machen heute Abend? Außerdem muss ich mich ich muss mich morgen sowieso einloggen, weil ich den Seehund anschauen gehen möchte. Oder, ja gut, das kann ich auch Donnerstag machen, so ist nicht. Aber sonst bin ich eigentlich so gesehen fast komplett fertig. Interessant. So, ich glaube, die Dinger brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr notieren lassen. Weil im Endeffekt... Ja, komm weg damit. Kann ich mir, wenn ich es immer wieder brauche,
Den kann ich nochmal gucken gehen, aber ich brauche die jetzt gerade eh nicht. Da bin ich mir nicht sicher, ob das was ist. Das ist ein Schrein. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das was ist. Multiplayer. Da ist auch ein Schrein. Sonst auch irgendwas Unnötiges markiert. Ja, die Blume hier in der Ecke. For whatever reason. Ansonsten. Also wenn ich jetzt nochmal rauszoome. 97%. Ich gehe tippe auf den Schrein und vielleicht irgendwo unter Wasser, was ich vergessen haben könnte. 96% das hier oben. Da werden noch ein paar Kisten sein. Ja. Und hier ist ja nichts. Eigentlich bin ich mit Fontaine innerhalb einer Woche durchgekommen. Was irgendwie traurig für Fontaine ist. Also, für viele andere Regionen habe ich sehr viel länger gebraucht. Mal abgesehen. Also, was mir noch einfällt, jetzt wenn ich gerade hier bin. Dupdi-dupdi-du. Hopp. So. Wir sind also komplett unnötig hier. Wenn ich jetzt da oben hingehe, komme ich dann wieder da durch und komme auch aus dem Maul raus? Oder wie ist das? Zack, 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 zack. So, ich komme zumindest hier hoch. Kann ich jetzt auch hier das Wasser nutzen? Ist jetzt die Strömung in die andere Richtung wieder, oder? So. Ah, jetzt kann ich hier reinschwimmen. Ich könnte jetzt auf die andere Seite losschwimmen. Okay. Gut, gucken wir mal. Vorne beim Maul. Gibt es noch irgendwas? Irgendwie nicht. Dupdi-du, dupdi-du. Ja, hier ist echt nichts. Gut, cool. Aber das ist dann wahrscheinlich mehr oder weniger sein Hals. Gut. Dann bin ich hier. So. Dann will ich nochmal da gucken gehen, ob man jetzt da oben zu der Hütte hinkommt. Ah, von unten kommt man da bestimmt jetzt hin, oder? Oh. Der Renate hat noch eine Quest. Gut. Dann setze ich mir hier einen Marker. Dann habe ich... Ja, gut, vielleicht mache ich die Quest morgen. Ach, das war die mit den Pflanzen, oder? Ja. Gut. Kann ich runter? Danke. Ja, nee, würde ich dann heute Abend auch nicht mehr weitermachen mit. Ist hier auch noch eine Quest? Okay. So. Ah, Krana. Du bist neu. Und Gleisti. Ach, hier ist so ein Ding. Und wo? Very bright place. Ach so. Dann komme ich da hin und von da aus kann ich dann dahin. Ach so. Mhm. Gut. Gleisti. Müsste nicht die eine eigentlich Puka sein, aber egal. My oh my, I really wonder what they look like to eat. What shall I use as feed this time? Hello, it's been a while. Would you like to have some tea? Eat? I see you hit me, mumbling to myself. Actually, I've been trying to raise creature primuses recently, so I've been making plans to get acquainted with them. On friendly terms, of course. You can raise such creatures? Well, they're gentle and cute little things, isn't it just like how humans own pets? Sometimes I feel my spirits lifted just from watching them walk around. Mhm. Okay. And do you need any help preparing any feed? Thanks for the kind offer, but I haven't used up all the current feed I'm using. I'm just wondering what I should use next. They might suffer from unbalanced nutrition if they always eat only one thing, so I need to switch recipes frequently. By the way, what do you think would make the best feed? Tidalga membrane, barrel conch organs, or dried lumi toil skin? Are any of those nutritions in the first place? To be honest, I'm not sure either, but they might be nutritions to the breacher primuses, considering how rapidly they eat the stuff. But if none of those options work, I might have to come up with something else. Mhm. Okay. Gut, da unten ist auch nichts mehr. Dann, achso, hier sind zwei. Oh, hier sind sogar zwei. Grana.
Cedile's back in the village on vacation. I'll have to ask her how to pass the exam and join the Marie-Chaussee Phantom. So there's an exam for that too? May you be successful. Of course there is, or do you think they let just anyone in? It's precisely because they are so strict that passing is considered impressive. But I grabbed this chance to ask Cedile everything. And once I've made it, I'm gonna show off to a Wider, whatever. Irona. If Grana wants to join the Marie-Chaussee Phantom someday, I guess I need to do my best too. Well, just a little bit. Why do you want to join up? Well, if I had to mention something, I don't really want to. That's more Grana's line of thought. She's a bit impulsive and rough about the edges when doing stuff, and she's very competitive, but that's what's cute about her, you know? I'd be quite worried for her if she really did manage to join, though. As such, if she wants in, then I want in along with her. Okay. Gut. Ist Elinas männlich oder weiblich? Aha, hier ist immer noch eine Schutzschicht zwischen. Okay. Dann komme ich hier hin. Und dann lande ich da. Komme ich jetzt da oben lang? Oder ist es dann mit der Quest hier noch verbunden, die hier ist? Könnte beides sein. Die Frage, was es dann genau ist. Das heißt nochmal die dämliche Klippe hochklettern. Juhu. Oh, ein Champagner. Gut, ich komme hier vor einen Moment. Nein, nicht jetzt, Serene. Gut, Serene auch noch. Ach, das war Cedile, genau. Nee, ich will heute Abend nicht mehr weitermachen mit den Quests. Das soll mir reichen. Das heißt, Cedile, nee, Serene ignoriere ich jetzt erstmal. Jetzt habe ich hier noch einen Kackpunkt, wo ich stehe. Also die Main Quest hier unten habe ich fertig erstmal. Zack. Die Main Quest habe ich fertig, das Erkunden habe ich auch fast fertig. Ja gut, das heißt, ich werde diese Woche definitiv fertig mit Fontaine. Oh mein Gott, eine Woche. Ich habe weniger lang dafür gebraucht als für das 3.6 Area. Und das war kleiner. Aber ich glaube, da habe ich nur jeden Abend 3 Stunden gehabt und das Wochenende. Da hatte ich keine Urlaubstage dazwischen, wo ich ja, sehr viele Stunden rein investieren konnte. Hust. So. Sind die Steine jetzt hier weg? Nö. Oder? Nö. Ich komme noch nicht hier runter dann. Gut, das ist da unten ist auch noch irgendwie ein Geheimnis. Serene will was von mir. Und die andere Tante da. Oder, nee, warte mal, war das die mit den Blumen? Nee, Blume war Consaela irgendwas, oder? Consaelata. Das war die mit den Potions, oder? Oder war es doch, nee, die mit den Potions, die ist da unten. Aber die ist auch nicht da. Ich habe vergessen, welche das war. Renata. Nee, das war die mit den Potions, glaube ich. Dich ignoriere ich gerade. Hast du noch was Neues? Ne, die ist auch nicht mehr hier. Warum immer die jetzt ist. Gut. Cool, dass die jetzt alle irgendwie random verteilt sind. Da unten ist die Angeltante. Ja. Ina und Flo. Wo komme ich da hin? Also wo genau? Kurz angucken. Ja, hier komme ich dann dahin. Und mit dem hier, mit dem komme ich da oben rüber. Was genau? Unterwasserströmung, dann komme ich dahin noch was zu sagen. Die Karte. Muss eine Unterwasserströmung sein, die mir die Karte zeigen soll. Ah ja, auch glaube ich so. Wenn ich da jetzt hingehe. Zack. Oh. Da ist die Strömung. Ne, da ist die. Ah ne, da ist das Ding. Okay. Go to Mirusi Village. Very bright place. Aha. Also dann komme ich hier hin. Und umgehe quasi die wilde Fahrt hier.
Wenn das überhaupt... Ja, nee, eigentlich so sehr nun auch nicht. Aber da waren auch noch Wohnungen. Ist da jetzt irgendwie wieder wer? Jetzt gucken. Zack. Ach, das ist das Puka hier wohnt. War hier oben nicht ein Haus? Ja. Und hier ist keiner. Da unten. Bei der Selie. Nö. Auch nicht. Oder da ist irgendwas zum Looten. 300 Mora. Uhu. Ja, da ist die Strömung. Gut. Das heißt, hier ist nichts mehr. Die Barrikade da ist noch vorhanden. Also komme ich da nicht durch. Das ist damit nicht irgendwie verbunden. Das ist auch ein Teleporter, glaube ich. Ja, könnte sein. Da ist noch eine Quest und Serene will auch noch was. Warum mal mehr jetzt hin ist, keine Ahnung. Elinas möchte nicht wieder lebendig werden. Ah, wie gesagt. Wenn das der Schwanz ist, das ist der Körper mehr oder weniger und das der Kopf. Hier sind die Rippen. Dann macht das Ding halt einen Schwanzschlag und hat eigentlich, ja, halb Fontaine schon platt. Das Ding ist halt so groß wie Fontaine City. Von daher, ja, gut. Present kümmere ich mich gleich drum. Ja, erkundet, was mir hier jetzt noch fehlt. 3% kann nur der Schrein eigentlich sein. Hier ist auch noch ein Schrein. Vielleicht unter Wasser halt noch irgendwas, aber fällt mir jetzt nicht ein, was. Gut, das heißt, ich habe noch das Stück da oben erkunden für morgen, übermorgen oder so. Und die Quest dann und was auch immer Serene will. The wind rises. Gut. Euphrasie, whatever. Tell me about bla. 13 von 20, achso. Ja, 13 von 20 Quests. A certain notice, a certain trifle, a certain stamp. The fountain flows again. Strange Stone Chronicle. X of the Ancient World. The three primary colors of the Solar Corona. Stimmt, ich habe noch die komischen Conchas. Für was auch immer man die braucht. Ja, müsste ich vielleicht mal sogar dann gucken, ob ich irgendwas finde schon. Aber ansonsten, das habe ich auch alles gemacht schon diese Woche. Bleibt noch TGC-Kram. Boah. Nö, dann habe ich eigentlich sehr viel fertig jetzt schon. Gut. So, Achievements, bla. Nothing but a Hound Dog. Help mal mehr, fix Seymour. Und unlock all teleport weapons to following areas, ja. Discover the secret to be found within Elinas, Limna, Dreamer and Robotic Dog. Unlock all shrines for death in the following, ja, okay. Like water's clear, upgrade the statue of 7 and Fontaine to the max, ja gut, ist klar. Ja gut, ist auch klar. Aber gibt es halt nur 20 Primos, das ist so lächerlich eigentlich. Aber stimmt. Warte mal, einfach nur aus Prinzip, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier hin. Und fliege mal ganz kurz über die Gebiete hier drüber. Denn ich will wissen, ob jetzt hier noch irgendwo eine weitere Dingens ist. Hydrokuli, außer das eine am Strand. Weil... ich glaube nicht. Oh, Elektrolava ich wohl. Da oben, ja, da oben drauf könnte was sein. Jetzt, wo ich das gerade da oben so sehe. Also, soll da oben hin, um den Wasserring zu holen. Was ist, wenn ich einfach sage, fuck it, und mach so? Was, wenn ich so mache? Achso, das ist eine dumme Kiste. Nein! Ja, okay. Eine dumme Kiste. Ja, und dann hätte ich damit zurückgekommen. Aber ich will eigentlich wissen, ob da oben... Ne, hier oben ist keiner, aber gut, jetzt war schon zur Hälfte die Rätsel hier. Okay. Ist der Rückweg oder was? Nö. Das könnte doch eine Dingens sein, oder? Ein Hydrokuli da oben drauf. Komm, enttäuscht mich nicht. Nö, doch nicht. Ich will doch nur Hydrokuli jetzt haben noch. Alter, ist der Low-Poli auf der Distanz.
Ach du Scheiße. Sieht echt ekelhaft aus mit dem Ding. Der Distanz. Auch da oben ist, glaube ich, ein Hydrokuli. Ach du Scheiße. Ja, ich hätte eigentlich mir lieber gewünscht, dass hier ein Dingens gewesen wäre. Die Hydrokuli oder einer. War gut. Unnecessary. Da hinten ist der andere, ja. Den will ich eben haben eigentlich. Gut, dann habe ich die Rippe oder was. Ne, die Schwanzspitze auch schon mal fertig. Den Rest gucke ich mir dann bei Zeiten an. War nicht da auch noch einer? Da ist die Hydrokuli. Den will ich nur abhaken, weil ich gleich die Map ablaufen will. Also die Map abhaken will wieder online. Und ja. Den hätte ich auch morgen einsammeln können, aber im Endeffekt nehme ich dann die Kiste einfach hier mit. Wenn ich jetzt eh schon hier bin. Und da soll noch Erz herkommen. Was soll's? Au. Wie gesagt, morgen habe ich ja eh nicht so lange Zeit. Das heißt, morgen eine halbe Stunde, höchstens 3/4. Dann brauche ich morgen nicht ganz so viel machen. So. Ja. Gut. Hier sind Erze. Kann ich hier das Stück hier unten eigentlich auch fast abschließen. Da vorne ist der Angelspot, glaube ich. Take it and have fun. Da oben weiß zum Teil. Quit following me. Ja, komm, passt schon. Das sieht interessant aus. So. Spitzhacke. Dann den. Da ist der Angelspot. Bis damit gelaufen. Ja, das heißt, hier ist noch ein ganz kleines Stück, aber da dürfte nichts sein. Da konnte ich mehr oder weniger runter gucken, schon. Ja, nö, hier ist nichts eigentlich. Bin gespannt, ob das alle waren. Für die Version. Hoffen wir es mal. Ja, jetzt bin ich schon hier oben. Dann hatte ich gesagt, dass ich mir das hier eigentlich dann von unten aufsparen wollte. Aber wie man sieht, ist hier halt auch eh nichts. Zack. Nichts von Interesse. Da ist der Angelspot gleich. War nicht hier auch schon? Nö, hier war kein Hydrokuli. Gut. Gut. Ja, nee, dann... Was ist hier noch? Würde ich jetzt noch mal kurz die Hydrokulis abgeben gehen irgendwo. Wo auch immer jetzt eine Statue ist. Da ist eine Statue. Zack. Limited Texturen, cool. Was zum Fick ist mit der Textur kaputt? Okay. So, Statue of the Seven, Worship Statue. 25, oh, Offer All. Und damit kriege ich sogar einen Schlüssel. Nice. Darauf habe ich spekuliert. Warte, 45. Wie viel habe ich jetzt abgegeben? Ich bin Level 4. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich abgegeben habe. Verdammt. Ich habe aufgehört mitzuzählen. Nein, aber ich habe 18 drin noch. Okay. Ja, Good Memory Running Stream. Mhm. So, dann will ich jetzt eine Sache überprüfen gehen für hier hinten, damit ich sicher und in Ruhe schlafen kann. Was geht schneller von da oben, von hier oben über Land? Wehe, da hinten ist hinterher ein 4.1 kein Teleporter. Wehe. Gib mir jetzt schon auf den Sack, dass da keiner ist. So. Ich habe 2 gekillt und einen mitgenommen zumindest. Das ist eine gute Bilanz. Hier sind auch noch Macs, ja, die kann ich auch mitnehmen. Von mir aus. Den habe ich Meka-Sachen wieder. Take this und das und das und ja. Kann es sein, dass Seymour weder auf Mama noch auf Osia allein ist? Oder beides gleichzeitig nutzt? Also perfektioniert Technik quasi. Sehr interessant. Und vor allem, er kann auch nur reden, damit er in den Quests irgendwas zu bedeuten hat.
Und Paimon nicht immer raten muss, was die Viecher wollen. So. Die Dinger hatte ich aktiviet, oder? Bin ich mir eigentlich sicher. Krieg ich hier nochmal was, wenn ich was mache? Ich kann zumindest nochmal aktivieren. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Nö. Bringt nichts. War zu erwarten. So. 97% hatte ich gerade. Ja. Zack. Open. Steht das schon? Tatsächlich? Das waren echt 3%, das Ding öffnen? Okay, gut. Take it and have fun. Dann bin ich zufrieden, habe ich hier doch nichts übersehen. Großartig. Ich brauche das Meer nicht mehr absuchen. Ja. Für mal einen Screenshot davon. Ja. Gut. Ist das ein bisschen übertrieben in einer Woche? Ja, eventuell. Aber gut. Dann habe ich 5 Wochen für andere Games nebenbei. Theoretisch. Ja, doch, habe ich. Und halt die Events. Das ist auch gut. So. Unter normalen Umständen wären es ja sogar 2 oder 3 Wochen gewesen. Wenn ich nicht so hart irgendwie drauf gepocht hätte, schnell über gewesen zu sein. Aber fairerweise, Skara und Sayu haben auch sehr gut dabei geholfen. Beim durch die Gegend kommen. Definitiv. Und mir fällt gerade ein, ich kann mal ganz kurz gucken, ob die Daily Angelquest noch vorhanden ist. Jetzt haben wir es auch gleich 10:30. Genau, jetzt haben wir es 11:15. Das heißt, ich bin ja sogar dann, ja, genau in der Mitte quasi jetzt. Wenn ich jetzt genau ausmachen würde, wäre ich in der Mitte. Zack. Ja. Oh, es funktioniert sogar. Ignoriere mich, ignoriere mich, ignoriere mich. Ich will nicht mit dir fighten. Zack. Sagt sie was Neues. Einmal normal ansprechen und... Nein, ihre Quest ist zu Ende. Gut. Ihre Quest ist zu Ende, das heißt, ich kann die Quest zusammenschneiden zu einem Part. Gut. Passt. Ja, vielleicht gehe ich dann nochmal angeln. Die letzten beiden Spots, die jetzt wieder laufen müssten. Der neue, den ich gefunden habe. Wo auch immer der gerade war. Wo war denn der neue Spot? Also, der hier müsste eigentlich wieder fertig sein. Welchen Spot habe ich heute gefunden zum Angeln? War es im Untergrund hier? Nee. War nicht im Untergrund. Irgendwo hatte ich heute random einen neuen Punkt zum Angeln gefunden. Wo war denn das? Da war ich gestern, da war ich gestern. Da war ich gestern auch. Da war ich gestern. Hier war ich, hier war es. Okay. Da ist das. Gut. Ja, und ich werde die Sterne übertragen, dass die wieder wegkommen. Und, ach, es war der Marker für die Quest da unten. Okay. Das ist der Marker für den Schrein. Den ich wo auch immer herbekomme. Also habe ich jetzt eigentlich, was sagt eigentlich mein Sigil Counter? Da dürfte ich doch wieder ein bisschen was jetzt abgeben können, oder? Ich meine, es war jetzt uninteressant geworden, jetzt wo ich meine 5-Star-Sache habe, aber prinzipiell, wenn ich was abgeben kann, dann mache ich's. Oh, sogar 2 Stück. Nice. Oh, ein Schlüssel. Ja gut, dann kann ich den ja auch öffnen. Scheiße. Ich glaube, ich habe dann 100% Exploration fast, oder? Ja gut, Level 20 dann noch das Ding, aber gut. So. Ne, komm, wenn ich den jetzt sowieso habe, dann kann ich ihn auch noch machen gehen. Dann kann der Marker da unten weg. So. Zack. Ich würde den Skill gerne in der Luft nochmal nutzen können. Das fehlt mir irgendwie. So. Ich frage mich, ob da ganz am Rand außen, wo jetzt nur Wasser ist, ob da noch überhaupt irgendwas kommt. Oder nicht. Ich meine,
So blöd das jetzt klingt und so eigentlich so hart ich es eigentlich hasse, aber das hier, das wirkt mit den Bergen da hinten, das wirkt extrem gut als komplette Barriere für Ende der Welt. Damit würde ich mich sogar fast zufrieden geben durch den Nebel und so. Und wir wissen ja, dass da die Wüste ist. Anders ist mir auch, dass hinter der Wüste Nattland ist, also wird das nicht so bleiben. Aber prinzipiell, damit würde ich leben können als Abschluss für das Area. Außenrum einmal. Und gen Norden kommt halt dann das nachher irgendwann, aber gut. So. Wie viel Prozent hatte ich jetzt? 98? Ja, dann ist das hier definitiv auch voll endet, oder? Jo, okay, 100%. Falscher Knopf. Take it and have fun. Ja, gut. Ich darf aber nicht vergessen, dass mir der Bereich noch fehlt. So, deswegen macht er mal 4 solche hin. Aber das sollte ich mir merken können. Aber gut, dann habe ich das ja auch. Habe aber schon den 100%-Marker überall. Jetzt wäre es interessant zu wissen, das waren jetzt 3 und 5%. Wie viel genau hat das jetzt gebracht? Kann man in diesem Patch schon auf 40% kommen? Nein, 38%. Das heißt, Fontaine 4.0 sind ja etwas mehr als ein Drittel. Also ein Drittel quasi. Ja gut, okay. Von mir aus. New Player Challenges, ja, ist mir egal. Gut, dann wie gesagt, ich werde die Map von den Dingens befreien und dann morgen Abend wahrscheinlich das kleine Stück da oben noch machen und die Quest. Wenn ich dran denke oder wenn ich Bock habe. Ja gut, und dann habe ich noch Linus Quest und dann nur noch die Events, die kommen. Aber ansonsten habe ich dann wieder einen guten Puffer. Das heißt, wenn am Wochenende Echo, EC, whatever da sein sollte, dann verliere ich ja nicht mal großartig Content-Zeit. Das ist super. Jetzt muss ich nur noch alles fertig machen und hochladen und Thumbnail. Oh, fuck it. Jetzt kommt das Unschöne. Gut. Aber dann sage ich ciao und bis dann.